Ich möchte euch zeigen, wie ihr Meloetta bekommt, inklusive Stickers. Dafür müsst ihr die Spezialforschung Finde deine Stimme lösen. Hierzu gebe ich auch Tipps. Und hier Teil 1. Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel. Ist ja einfach. Fange 30 Pokémon von Typ Normal. Hier kann man zum Beispiel das neue Pokémon Koiwaf fangen oder altbekannte wie Taubsi, Tatiri, Radfratz oder Eneko. Entwickle 15 Pokémon. Wichtig ist, dass man nicht jedes einzeln entwickelt, sondern am besten sammelt man 15 Stück. Dann nimmt man ein Glücksei und dort 15 am Stück entwickeln. Dadurch erhält man gleich doppelt so viele Erfahrungspunkte. Einlösen von Teil 1 gibt neben Erfahrungspunkte und Bälle für die 30 Pokémon vom Typ Normal fangen ein Charmian, das kann Shiny sein. Und die Endbelohnung neben Staub und Erfahrungspunkte ist ein Pokémon und zwar ein Evoli, das kann Shiny sein. Nun Teil 2. Verwende 30 Beeren beim Fangen von Pokémon, ist klar. Verdiene 5 Bonbons beim Spazierengehen mit deinem Kumpel. Dafür sollte man am besten ein Pokémon reintun, das nur 1 Kilometer braucht für einen Bonbon. Zum Beispiel hier ein Gyarados. Geht natürlich auch die Grundform Carpador bzw. Stoll Junior oder Taubsi, um ein paar Beispiele zu nennen. Und gib deinem Kumpel 3 Snacks, ist einfach 3 Beeren geben hintereinander und schon erledigt. Teil 2 einlösen. Hier gibt es neben einem Knurrs, das einzige Besondere, noch ein Pokémon, nämlich die Scharniere, die kann Shiny sein. Und als Endbelohnung neben Staub und Erfahrungspunkte gibt es natürlich wieder ein Pokémon, und zwar ein Schneckmack, der kann nicht Shiny sein. Nun zu Teil 3. Gewinne 3 Arena-Kämpfe. Das bedeutet nicht, dass man jetzt 3 Pokémon herauswerfen muss aus der Arena, sondern nur, dass man gegen 3 Pokémon zum Beispiel antritt und wie hier einfach sie besiegt, selbst wenn man sie nicht rauswirft. Kämpfe in 3 Raids. Das bedeutet nicht, dass man die Raids auch gewinnen muss. Es reicht einfach, sie anzufangen wie hier. Und selbst wenn man jetzt hier aufgeben würde, man hat schon einen Schritt hier erreicht. Besiege 3 Rocketrübel. Hier reicht es nicht, einfach nur einen Kampf zu beginnen, sondern hier muss man auch wirklich diese Rübel besiegen, um den Schritt in diese Aufgabe weiterzukommen. Einlösung von Teil 3 bekommt man 2 grüne Pässe, Raid-Pässe, die sind gut. Und für die Arena-Kämpfe bekommt man ein Pampyro, der kann nicht Shiny sein. Und die Endbelohnung von Teil 3 ist wie immer Staub und Erfahrungspunkte und natürlich ein Pokémon, nämlich ein Hariyama. Den kann man hier nicht in dieser Form als Shiny bekommen. Jetzt zum Teil 4. Von unten nach oben. Dreh 3 Pokestops ist klar. Fange 30 verschiedene Arten von Pokémon. Das heißt, man kann nicht hier einfach 10 Klibungel fangen, weil das ist immer die gleiche Art, sondern man muss unterschiedliche fangen. Klibungel, Eneko, sonstige. Gleichzeitig verdient man hier natürlich auch Staub. Alternativ kann man auch Pokémon in der Arena füttern, zum Beispiel seine eigenen. Da kann man alle halbe Stunde 10 Beeren verfüttern. Da bekommt man pro Beere 30 Staub. Mit etwas Glück sogar ein Bonbon und mit ganz viel Glück sogar ein XL-Bonbon. Man kann natürlich nicht nur die eigenen Pokémon füttern, sondern auch die der anderen Trainer von der gleichen Farbe. Ansonsten bekommt man auch noch gut Staub über Eier ausbrüten oder man kämpft gegen Team Go Rocket. Hier bekommt man am Ende immer 500 Staub. Lösen von Teil 4 ergibt gleich 3 Pokémon, nämlich Palimpalim, das kann Shiny sein. Dann als zweites ein Krakelo, das kann nicht Shiny sein. Und als drittes ein Zerpeise, das kann auch nicht Shiny sein. Und als Endbelohnung gibt es für alle ein Meloetta, aber nur für alle, die noch keins haben. Ich beim GoFest 2021 schon eins bekommen habe, erhalte ich hier nur 20 Bonbons. Alle anderen bekommen hier das Meloetta. Man braucht es nämlich auch, wenn man hier weitermacht für die nächste Aufgabe. Jetzt Teil 5. Schicke 3 Geschenke an Freunde, ist klar. Schließe eine neue Freundschaft ab. Da gibt es eine Möglichkeit. Entweder man geht in Twitter, Reddit oder andere Foren und schaut nach, wer Freunde sucht und trägt die ein.
Alternativ, wenn man Fernraids über Discord oder Apps wie PokéRaid macht, schließt man ja dabei automatisch neue Freundschaften und kommt auch so in dieser Aufgabe weiter. Und jetzt mache ich einen Schnappschuss von Meloetta. Entweder man hat es schon im Go-Fest bekommen oder gerade eben aus der vorigen Endbelohnung. Dann geht man einfach rein und macht ein Foto von ihr und schon hat man diesen Schritt auch erledigt. Einlösen von Teil 5 gibt eigentlich hauptsächlich Items, insbesondere auch Glücksei, aber unbedingt sollte man hier auch ein Glücksei vorher nutzen, denn hier bekommt man 2500 Erfahrungspunkte und Stickers, aber hier bei Teil 6, wo man nur noch einlesen muss, bekommt man je Aufgabe 3000 Erfahrungspunkte und mit Glücksei ist natürlich das Doppelte, was sich natürlich sehr rentiert. Auch am Ende bekommen wir noch Lokmodul, nochmal 20 Bonbons und auch 3 Sonderbonbons. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.